Heute sprechen wir mal wieder über Helden, über richtige Helden. Nicht selbsternannte, sondern Helden, die wir brauchen, denn ohne die würde es manchmal ganz schön düster werden. Willkommen in der Norbenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir müssen über was reden. Und zwar öffne ich ja seit dem 1. jeden Tag die Türchen an meinen aktuellen Lego Adventskalendern. Ich habe ja so eine kleine Videoreihe, habe ich letztes Jahr schon gemacht. Auf dem i oben in der Ecke findet ihr übrigens die Playlist, dann könnt ihr euch die Folgen, wenn ihr wollt, angucken. Und zwar habe ich am 20. beim City-Kalender von Lego das Türchen geöffnet und da fiel mir diese Dame hier auf. Diese Dame in Blau mit einer Warnweste. Und woran erinnert euch diese Dame, finde ich? Also meiner Meinung nach, ich hoffe, ihr seht es genauso, an eine Dame, die beim THW arbeitet. Und passend dazu habe ich ein Set, das ich euch heute vorstellen kann, nämlich die 182690272 235 Teilchen, den THW Gerätewagen. Und irgendwie finde ich, passt das total, dieses Männchen oder dieses Figürchen und dieses Fahrzeug. Ich bin gespannt, ob die auch wirklich zusammenpassen. Ja, Freunde, da haben wir hier unseren THW-Gerätewagen, die 182690272 von Modbricks 235 Steinchen. Richtig schönes Design hier, schön dargestellt, hat Florian wieder eine tolle Arbeit gemacht, optisch. Aber wir wissen ja, die Wahrheit kommt jetzt hier gleich am Tisch zutage. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir ein Foto von hinten, finde ich ganz nice. Schauen wir uns auch mal wirklich die Rückseite an. Da sehen wir, dass wir das Fahrzeug hier wirklich aufklappen können. Wir sehen so ein bisschen die Bauweise mit rudimentären Bricks, finde ich aber nicht weiter schlimm. Mir gefällt auch, dass wir es hier quasi bei Nacht haben, das Design. Hier bei Tag ist irgendwie ganz niedlich. Ja, von oben hier, so wie wir es gewohnt sind, so ein bisschen dunkler Modbricks-Karton mit dunklem Modbricks-Schriftzug und das blaue Fahrzeug. Hier das gleiche nochmal. Auf der anderen Seite dann nur der Modbricks-Schriftzug und hier unten die Anbieter-Kennzeichnung. Das Set, hier sehen wir auch nochmal schöne Rückspiegel. Das Set ist natürlich wieder zugeklebt hier mit Tesafilme. Ich habe es euch gesagt, das Set war ein Prototyp, liegt schon lange Zeit rum. Ihr wollt ja, dass ich die Sets auch dann reviewe, wenn es sie wirklich gibt. Und das machen wir jetzt auch, denn es gibt im Shop gerade das Fahrzeug. Ich bin wirklich gespannt, wie dieser universelle Motorwagengerät, irgendwie so ähnlich heißt ja das Original, wirklich ist. Beim letzten Fahrzeug hatten wir ja ein paar verschiedene Blautöne, deswegen bin ich wirklich gespannt wie Flitzebogen. So, Karton geht an die Seite. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tüten und aha, ich sehe, wir haben Aufkleber. Okay, beim letzten Mal hatten wir ja so ein bisschen bedruckte Steine, da war der Druck nicht ganz so gut. Und wir haben wieder hier so ein Faltblatt. Beim letzten THW-Set war das auch so ein Blatt. Wir sehen, das kann man hier gut erkennen, dass wir keine Bauabschnittstüten haben. Habt ihr auch gerade in Tüten gesehen. Wir haben hier die Bauschritte nummeriert, 1 bis sonst wohin. Das schauen wir gleich. Was wir bauen, wird halt mit Pfeilen angezeigt, beziehungsweise ist rot umrandet. Hier oben sehen wir die Steinchen, die wir brauchen. Und wir haben, ja, da unten, da weiß ich nicht, was es heißt, das recherchieren wir noch. Wir haben 31 Bauschritte, bis wir fertig sind, bis wir diesen hoffentlich, also ich würde es mir wünschen, Traum in Blau haben. Ja, Freunde, träumen wird man ja wohl noch dürfen und ich hoffe, das realisiert sich jetzt hier auf dem Bautisch, wenn wir dieses Set jetzt bauen. Speedbit-Zeit ist Faktenzeit. Wir reden heute über unsere Freunde in Blau-Weiß. Wir reden heute über das Technische Hilfswerk. Das Technische Hilfswerk, kurz THW, steht als Einsatzorganisation des Bundes im Bevölkerungsschutz und im Katastrophenschutz der Bevölkerung in Deutschland und auch weltweit bei Katastrophen und Unglücken zur Seite. Werden durch Unwetter großflächige Schäden verursacht, bedroht Hochwasser Städte und Gemeinden oder fällt die Stromversorgung länger aus, dann leisten die THW-Leute schnell und effizient technische Hilfe. Seit dem Jahr 1950 erfüllt das THW seine Aufgaben im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren. Gesetzlich sind dabei 3 Einsatzbereiche als Aufgaben des THW definiert.
Nämlich erstens die technische Hilfe nach dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes. Zweitens technische Hilfe im Auftrag der Bundesregierung im Ausland. Und drittens technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen größeren Ausmaßes auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, insbesondere im Bergungs- und im Instandsetzungsdienst. Rund 80.000 ehrenamtliche THW-Helferinnen und THW-Helfer engagieren sich in der Freizeit zum Schutz ihrer Mitbürger und Mitbürgerinnen in 668 THW-Ortsverbänden. Diese zu 98% ehrenamtlich getragene Struktur macht das THW weltweit einmalig. Unterstützt werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer durch die hauptamtlichen THW-Beschäftigten in der THW-Leitung in Bonn, den 8 THW-Landesverbänden, den 66 THW-Regionalstellen sowie den THW-Ausbildungszentren. Weitere rund 16.000 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der THW-Jugend. Durch kompetente und schnelle Hilfsmaßnahmen im Ausland und im Inland hilft das THW dabei, Not und Unglück zu mindern. Im Auftrag der Bundesregierung erbringt das THW nach Erdbeben, Unwettern und Unglücken weltweit humanitäre Hilfe. Als kompetenter Partner kommt dem THW dabei sowohl bei den Vereinten Nationen als auch in der Europäischen Union eine tragende Rolle zu. Und Freunde, ich finde, man kann diesen Jungen und Mädels wirklich nur zu Dank verpflichtet sein. Als Quelle hat mir hier Wikipedia und natürlich die Webseite vom THW zur Verfügung gestanden. Freunde, ich bin jetzt fertig hier mit dem Bild. Kommen wir jetzt zum Review. Viel Spaß dabei. 40 Minuten und 235 Teile später haben wir unseren THW-Gerätewagen hier fertig. Unser schwäbisches Allround-Fahrzeug, was mal als landwirtschaftliches Fahrzeug gedacht war. Schaut mal nach, interessante Geschichte. Ich muss sagen, optisch ist das hier bis jetzt das beste Fahrzeug, was Florian so gebaut hat in der Serie. Ich muss echt sagen, es gefällt mir richtig gut. Man erkennt, was es ist. Ein schöner Mix aus irgendwie Spielzeug und doch irgendwie realistisch. Mir gefällt das Fahrzeug richtig, richtig gut. Florian, gute Arbeit. Und auch die Blautöne sind gar nicht so durcheinander, wie wir es beim anderen THW-Set kennen. Ich halte es euch gleich auch nochmal zum Vergleich dazu. Nicht wundern, ich habe das hier nicht aufgenommen, weil ich euch zeigen wollte, wie das Fahrzeug hier aussieht mit seiner Ladefläche. Hier haben wir ja einen Besen und eine Schaufel. Ich finde es ganz cool, diese blauen Mauersteine hier zu nehmen mit der Rückseite, mit den Schlitzen quasi als Kästen oder als Klappen. Das gefällt mir richtig gut. Und dann bauen wir hier das einfach oben drauf. Zack, zack, und das passt. Jetzt habe ich die Blautöne gelobt. Das stimmt nicht ganz. Ich hatte einen Stein dabei, der passte hier blautechnisch nicht ganz, aber ich hatte ganz viele Steine über und konnte mir quasi so ein 1x6er aus dem Set nochmal bauen. Ihr seht ja auch hier, eine ganze Handvoll Steine ist nochmal über. Also selbst da könnte man sich nochmal einen 2x6er bauen und da reinbauen. Also daher ist hier, glaube ich, ja, das Problem nicht gegeben, weil man macht es eh nicht auf, man spielt eh nicht damit, denn das Fahrzeug hat noch einen anderen Manko. Das Fahrzeug ist zwar Minifiguren-maßstabmäßig, kommt es daher, wir kriegen die Minifigur aber hier nicht rein. Der Kopf ist zu groß. Ich mache euch mal hier das Dach ab, zack, dann könnt ihr reingucken. Wir haben zwar hier alles schön, wir haben hier Lenkrad, Schaltung und so eine schöne Sitzreihe, richtig gut, aber wir kriegen die Figur nicht rein, der Kopf stößt ans Dach. Man kann es sicherlich modifizieren, ich würde sagen Sitze raus und hier vielleicht noch eine Noppe höher, dann passt es vielleicht, aber so in der Grundvoraussetzung geht es nicht. Trotzdem ist es schön, dass wir hier wirklich einen Fahrerraum haben mit einer durchgehenden Fahrerbank. Ich weiß gar nicht, ob das beim Original auch so ist. So, zack, zack, zack. So, das Fahrzeug hat noch eine Schwäche, das sind die Radkästen. Die hängen hier an zwei Noppen, die fallen mir auch immer wieder ab. Sonst ist das Fahrzeug aber relativ stabil, ihr seht es. Und genau, das ist auch noch ein Punkt, dass hier die Rückspiegel, wenn man sie so fallen lässt wie ich, auch nicht ganz in Form bleiben. So, das Fahrzeug sieht toll aus, man kann es erkennen, aus welchem Haus es kommt. Die Sticker sind leider nicht ganz so gut, der große hier vorne geht. Wenn man vorher die Steine fettfrei macht und es aufrubbelt, dann passt es. Aber hier unten die kleinen Sticker, da kann man nicht so wirklich lesen, was es da genau steht. Man erahnt es, weil man es kennt, weil man weiß, was es heißen soll, aber so richtig sehen kann man es nicht. Von unten schön gebaut, schön robust, also das Fahrzeug passt. Ihr habt ja gerade meinen Falltest gesehen und was mir auch ganz gut gefällt, sind halt hier diese Rattennarben. Wir haben diese Achsstopper von Technik, die wir schön in die Felgen drucken können und dann passt das. Drücken können, nicht drucken.
Das Beste allerdings ist, wenn ihr mal auf die Reifen guckt, dann seht ihr, aus welchem Hause die Steine kommen. Auf den Reifen steht nämlich G-Star, also ist bei diesem Set hier, denke ich mal, das Rätsel der Steine gelöst. Oder auf jeden Fall, aus welchem Hause die Reifen kommen. Richtig cool. Ich habe hier klemmkrafttechnisch kein Problem, außer hier hinten an der Heckklappe. Das ist relativ, also da kann man nicht so viel rumwackeln, irgendwann gehen da die Steine ab. Ihr seht es hier, so zack. In der Bauanleitung ist auch durch diesen 2x4er Stein hier unten das reglementiert. Wir können es also nicht ganz zuklappen und es ist halt immer so ein bisschen offen, hat halt immer so ein bisschen, ja, den Charme der aufgerollten Plane. Das seht ihr aber auch hier, wie versprochen, in der Bauanleitung. Da sehen wir nämlich auch, dass diese Plane nicht ganz angelehnt ist. Also ein schönes Fahrzeug halt. Ich bin euch von hinten noch die Heckansicht schuldig. Wir haben nur hier oben so ein bisschen Blauschattierungen, aber selbst da würde ich sagen, ist es irgendwie vertretbar, weil so Dreck auf dem Dach oder so, also das passt. Die Steine sehen neu aus, aber gelagert. Also sie haben so Mikrokratzer. Hier oben habe ich einen blauen Stein, der ein bisschen zerkratzt ist über Gebühr, aber sonst sehen sie halt aus, als wenn sie halt neu sind und dann erstmal im Lager gelegen haben. Trotzdem ist dieses Set eine 1000-prozentige Steigerung im Vergleich zu diesem Set, denn hier haben wir viel mehr verschiedene Blautöne, viel mehr Unterschiede. Auch haben wir zwar hier Drucke, aber wir haben ja diese Türen, die so überdruckt sind. Ich glaube, hier unten oder hier hinten sieht man schön, dass der sehr, sehr viele verschiedene Blautöne hat, während wir hier eigentlich ein relativ klares Dunkelblau und Hellblau haben. Das gefällt mir richtig gut. Trotzdem hat man hier zwei schöne THW-Einsatzfahrzeuge, aber um das hier geht es heute nicht. Wir sprechen heute über diesen Unimog-Verschnitt. Jetzt sage ich es euch noch einmal so, wie es ist. So, mir gefällt es ganz gut und ich habe es ja vorhin schon einmal so gebaut. Ich versuche es wieder abzumachen. Ist natürlich hier mit richtigen Bricks gebaut, da ist es nicht so einfach. So, ihr seht die Klemmkraft, da fällt nämlich dann gleich alles auseinander, weil es so gut klemmt. Außer die Radkästen, das habe ich euch gerade gesagt, die gefallen mir nicht so. Aber hier diese blauen Mauersteine, die sind toll, das gefällt mir richtig gut. Das ist Hammer. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass diese Mauersteine so in Blau gibt. Also so finde ich, gibt das Fahrzeug auch was her. Also sieht halt aus wie so ein Pritschenwagen vom THW und hier haben wir halt dann das Übergestell mit der Plane. Ja, ein tolles Fahrzeug für die Helden des Alltages. Ich glaube, für den Preis auch nicht verkehrt. Wir haben halt hier eine ganze Menge Steine über. Aber ob euch das was wert ist, ob ihr damit leben könnt, dass ihr hier keine richtige Minifiguren, maßstabtaugliche Fahrzeugserie habt, das bleibt euch selbst überlassen. Ihr dürft mit den Review wieder machen, was ihr wollt. Ich finde das Fahrzeug cool, mein erster Unimog. Und ich freue mich jetzt zum Abschluss, euch noch einmal in die Augen schauen zu dürfen. Ja, Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende und ich muss sagen, Florian hat hier technisch, bautechnisch mal wieder einen tollen Job gemacht. Das Fahrzeug sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Jeder weiß, dass hier ein schwäbisches Allround-Fahrzeug gemeint ist. Ich wiederhole mich da gerne und ja, die 3 Schwachpunkte mit der Heckklappe, den Radkästen und diesen Rückspiegeln, die sind geschenkt, denn wir kriegen ja auch eine ganze Menge Steinchen hier nochmal geschenkt von relativ guter, durchschnittlicher Klemmkraft. Ich habe es gesagt, auf den Reifen steht G-Star, das lässt Gutes hoffen. Sticker sind so lala und vielleicht noch einen halben Punkt Abzug für dieses halbe Minifiguren-Maßstäbchen, aber da kann man auch ein bisschen noch modifizieren. Mir war wichtig, in der Speedbuild-Zeit nochmal die Fakten vom THW zu wiederholen, die ich schon beim anderen Gerätewagen hier euch vorgetragen habe, da das für mich wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, ob Corona oder im Ahrtal, wir solche Helden, solche echten Helden, nicht so selbsternannte Helden wirklich brauchen. Und falls du da draußen beim THW bist, vielen lieben Dank für deinen ehrenamtlichen Einsatz. Denn Noppenklötzchen brauchen wir nicht unbedingt, aber solche Menschen, solche Helden, die einen ohne zu zögern in der Not helfen, die brauchen wir. In diesem Sinne, Freunde, ja, das Review ist jetzt zu Ende. Danke an dich fürs Zuschauen. Bleib gesund, auf Wiederbauen. Dein Freund, der Blockstar.